Hallo, Hallo. wir sind's, die Pithead Studio, Leute, Vögel, TV, hier. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum geht's denn heute? Alles außer Videospiele. Ah. Das bedeutet, unglaublich viele von euch haben nämlich Hobbys, die irgendwie am Rande da drumherum rumwursteln. Es gibt Leute, die cosplayen gerne. Wir auch. Könnt ihr euch zum Beispiel angucken. Ab und zu posten wir mal was. Ach, machen wir noch mehr dazu. Jedenfalls, wir machen auch in unserer Freizeit sowas wie Rollenspiel, Live-Rollenspiel, Ja. Pen and Paper oder Boardgames. Und ganz viele von euch machen das auch. Mhm. Was hast du denn für einen Bezug zu Pen and Paper und Rollenspiel? Boah, habe ich mit 12 Jahren angefangen. Das ist jetzt, oh Gott, 42 Jahre her. Anfang der 80er, 82, habe ich damit angefangen. Mit D&D. Wow. Ja, mit dem Basisgedöns und so. Und ich habe mir damals noch aufgeschrieben. Da? Ach so, da ist das. Was hast du da mitgebracht? Ich habe Ja, gedacht, wow, guck mal hier. Mensch, der erzählt doch bestimmt was über D&D, habe ich gedacht. Ach, da ist doch. Ja, du kennst mich. Ja, mit diesem Ding habe ich angefangen und so. Und da gibt's halt so ein Anfangsbasis. Mein Gott, Basisset ist das, ne? Guck mal hier, das ist der ganze Krempel. Das war echt krass, ey. Und ein Modul auch noch. So, ne? Also das Pen and Paper Gedöns, D&D, Rollenspiele, tatsächlich. Boah, wenn ich mir diese alten Bilder angucke, voll Nostalgie, ne? Also irgendwie so ein Typ, so ein Zwerg oder ein Gnom oder so, wegläuft vor einem Dings hier, wie heißt das noch? Vor einem Gnom oder so. Fand ich auch total gut. Rostmonster, genau. Es gab ein Rostmonster, was so aussieht wie so eine Morat mit Flügeln. Wenn die dich berührt und deine Waffe berührt, dann macht sie dir deine Waffe kaputt. Boah, fand ich die Kacke, die Viecher. Ja, und dann kriegst du beigebracht hier, ne, wie man Karten malt und so, ne, das mit diesem Hexgedöns und dann hast du halt Das ist auch heute eigentlich noch voll cool. ja, ne, also dann sehen die Karten dann so aus irgendwie, ne, da kriegst du sofort Nostalgie. Hier sind dann so die Charakterklassen, ne, Krieger, Kleriker, Kämpfer, Dieb, Elf, Zauberkundiger, Halbling und Zwerg. Okay, Halbling, Elf und Zwerg hatten wir nie in unseren Spielen. Aber Dieb, Zauberkundiger, Kämpfer und Kleriker haben wir drin gehabt, ja. Wohl Kleriker auch erst später. Klassischerweise bei Gothic hatten wir immer so Charakterklassen zwischen dem Dieb, Kämpfer und den Zauberkundigen irgendwie. Na, guck mal, der sieht doch aus wie Vatras, oder nicht? Ja, na, guck mal. Ja, der Zauberkundige. Großartig, also ich habe das geliebt, ja. Liebe ich heute noch. Das ist ein sehr simples System gewesen, ne? Und aus der heutigen Sicht. Heute sind natürlich sehr viel kompliziertere Sachen, ne? Sehr übersichtlich. Hier, dann gibt's so Bögen, die konnte man sich irgendwie am Kiosk zusammenkopieren. Das war dann der Charakterbogen. Das war jetzt die Rückseite und hat man karierte Blätter dann kopiert, ne? Weil die irgendwie anders waren als das Papier, was man selber irgendwie hatte, so. Ne, und war auch irgendwie deutlicher, wenn man es kopiert hat. Das war dann der Charakterbogen. Wieso steht denn da was drin? Ach, das ist das Beispiel. Aber irgendwo muss man den doch auch ausdrucken können wahrscheinlich. Hier, da. Ne? Hinten auf der letzten Seite ist das. Ja, das habe ich wirklich geliebt und das spiele ich heute gerne noch. Ich war tendenziell eher im Schwarze Auge-Universum unterwegs. Was? Okay. Ja, das fand ich auch sehr cool. Die hatten da vor allen Dingen irgendwann mal so ein Heft, das habe ich ja auch irgendwo rumfliegen, aber wahrscheinlich oben. Da konnte man quasi ein Heft, das nur voller Namen ist, aventurische Namen. Und das fand ich total cool früher, weil ich dann irgendwie für meine ganzen anderen Spiele auch immer mir einen Namen aus dem Heft ausgesucht habe. Ne? Immer wenn man irgendwer war, ja, wer möchtest du denn sein? Ja, weiß ich auch gerade nicht. Wie hießen denn die Elfen irgendwie in Aventurien? Melina, ich bin Melina. So ungefähr. Haben wir auch gespielt. Richtig, genau. Damals. Da sind wir so ein bisschen hergekommen. Dann haben wir aber auch Live-Rollenspiel gespielt. Ja. Du hast Live-Rollenspiel gespielt und ich habe Live-Rollenspiel gespielt und dann haben wir uns in einem Live-Rollenspiel zufälligerweise kennengelernt.
Mafia. Das war ein Mafia Live. Wir haben ganz viele gespielt. Wir waren... Vampire waren wir waren schon Römer am Senat und haben Cäsar ermordet. Richtig. Dann haben wir meistens immer, das Klassiker war immer Cthulhu. Irgendeiner hat im Keller, ne, von den Leuten, wo wir immer waren, irgendwie eine komische Zeitmaschine oder eine Monstermaschine gebaut, wo dann auch die Viecher rauskamen und einer hat dann immer das Licht ausgemacht und dann Gläser in die Ecke geschmissen und alle, so was, ja, also so eine Geisterbahn im Keller so. Das war cool. Nach 3 Bier geht das, ne, dann ist das lustig so. Doch, ne? das ist lustig. Ja, und dann hast du halt irgendwie, Im Senat hat jeder irgendwie alle Flaschen, die jemals irgendwie beim Italiener an Wein übrig geblieben waren, wurden mitgebracht und dann an diesem Abend vertilgt. ja, in die Küche gestellt. Das war dann der Tempel. Die Küche war der Tempel. Komm, wir gehen einen Tempeln, ja? Und dann hat man da Wein getrunken. Also das war schon, also gut, ja. Live-Rollenspiele ist nicht nur Besäufnis, nicht, dass Nein. aber es war schon teilweise sehr lustig. Ja. Es gibt auch richtig geile Laper, zum Beispiel rund ums Gothic-Universum. Oh ja. Wir hatten eine Gruppe kennengelernt, das waren die Reiche am Methanischen Meer, die sich vor allen Dingen auch um also wirklich handgemachtes, selbstgeschmiedetes Cosplay gekümmert haben. Und das Großartig, war eine, ziemlich oder ist eine ziemlich coole Truppe. Hallo an dieser Stelle. Und da gibt es aber auch noch andere, die das wirklich zelebrieren und das ist sehr beeindruckend. Und mittlerweile gibt es irgendwie nichts, was es nicht gibt. Mhm. Darüber hinaus gibt es aber auch den Bereich der Brettspiele. Den wollen wir hier an dieser Stelle nicht unterschlagen, weil es da auch so ein paar Schätzchen gibt, die wir euch heute noch ganz schnell zeigen wollen. Die haben wir nämlich da vorne. Nämlich, wenn ich zum Beispiel an die Kinder denke und man sich fragt, ja, wie kann ich denn meinen Kindern irgendwie das Rollenspiel nahebringen und man kommt dann mit sowas um die Ecke, dann ist das vielleicht als Einstieg ein bisschen Hardcore. Das Kompendium Schink. Aber lies das, sonst können wir nicht spielen. Gib mal den untersten. Den untersten. Womit wir auch unwahrscheinlich super anfangen können. Viele von euch kennen es vielleicht noch. Einer unserer Lieblinge ist der Hero Quest Kasten. Master. Richtig. Hero Quest ist eigentlich ein Brettspiel. Und das haben wir früher auch extrem geliebt. Lustigerweise völlig unabhängig voneinander. Björn und ich haben dieses Ding geliebt. Ja. Und da kann man Abenteuer spielen. Es gibt auch irgendwie so eine Geschichte irgendwie, die dann vorgegeben ist. Und später kann man sich seine eigenen ausdenken, wenn man möchte. Und da gibt es auch so diesen Barbaren und dann gibt es den Zwerg und dann gibt es einen Zauberer und dann gibt es irgendwelche Orks und Goblins und was weiß ich. Und dann kann man sich seine eigenen Geschichten wirklich völlig frei ausdenken. Man könnte es theoretisch auch noch maßlos erweitern und dann Rollenspielabenteuer damit spielen und erfinden. Das ist auch für Kinder ziemlich cool. Hier die Clique von Stranger Things, die spielen da auch sowas, ne? Die spielen das hier. Ach, die spielen D&D? Die spielen D&D. Das sieht so aus, als würden sie irgendwie Figuren aus diesem Ding hier benutzen. der große Gargole, ne, wie heißt der noch? Ich finde das große Monster da. der Demogorgon. Demogorgon, genau. Es ist auch völlig erlaubt, finde ich, wenn man Dinge mal miteinander fantastisch verknüpft irgendwie. Oder dass man sich seine eigenen Figürchen baut. Oder dass man sich einfach irgendwie was Eigenes ausdenkt. Weil so funktioniert das ja mit der Fantasie. Und das hier sind meistens irgendwelche Vorlagen, mit denen man einen Einstieg finden kann. Und dann kann man sich austoben. Und ich finde das vollkommen legitim. Ist das denn noch vollständig? Haben wir denn noch die Lüster? Das ist sowas von vollständig. Boah, geil. Guck mal hier. Das ist auch sehr, sehr, also das war mir auch immer sehr wichtig. Das ist doch der Demogorgon, oder nicht? Der sieht wirklich so ähnlich aus. Ja, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch dem nachempfunden, was sie da machen. Guck hier, die Fisks oder wie die heißen. Firs oder... Das ist eine Schatztruhe in die Ecke stellen. Hier, Fred ist auch dabei. Guck mal. Yay, Fred ist dabei. Fred ist dabei. So, Voll toll. Ja. Ah, hab ich voll Bock, ey. Ja, das können wir ist auch total mal wieder cool. Das machen. haben wir mit unserem Sohn schon einmal gespielt. Der fand das auch mega gut. Ja. Es gibt aber auch wenn man jetzt noch jüngere Kinder hat, ne, unser Sohn, der ist ja jetzt auch schon über 10. Aber wenn man noch jüngere Kinder hat, möchte trotzdem sowas machen, dann kann man zum Beispiel auch sowas nehmen. Das hier ist jetzt zum Beispiel Andor Junior. Ist auch eine super schöne Idee, so ein bisschen in fantastische Spielewelten einzutauchen, finde ich. Haben wir sehr oft gespielt mit den Kindern. Da spielt man nämlich zum Beispiel auch zusammen als Gruppe, ähnlich wie bei Hero Quest auch, und muss ein Abenteuer bestehen. Und
Das ist wirklich schön gemacht, kann ich nur empfehlen für Leute, die gerne Rollenspiele spielen und Kinder haben, da gemeinsam so ein Abenteuer zu erleben. Man kann auch ein bisschen am Schwierigkeitsgrad drehen, wie schlau und fix man ist. Und das spielen wir auch gerne mit Oma und Opa noch zusammen. Oh. Hast du noch ein Schätzchen? Ja, ich habe tatsächlich noch eins, das kann ich jetzt vielleicht noch kurz vorstellen. Also eigentlich habe ich noch ganz viele, aber ich habe mich erstmal auf diese beschränkt. Gefragt, was ist denn mein Lieblingsspiel? So, da habe ich gesagt Hero Quest. Ja, das kenne ich schon. Ja, so, ja, meins auch. So. Aber was ist denn der zweite? Ja. Ah, der zweite. Da weichen wir jetzt mal ein bisschen vom Schema ab, weil wir mögen ja auch gerne ein bisschen rätseln. Das ist das alte Cluedo. Das, wie es damals war. Genau, ist schon ein bisschen zugestaubt. Alle sind zugestaubt. Guck mal hier, da kann man richtig sehen. Guck mal. Oh Gott. So. Ja. Das ist das alte Cluedo. Wir haben oben aber auch noch ein modernes. Das ist so ein etwas schnelleres durch die Stadt. Aber dieses hier ist tatsächlich das alte, so wie wir angefangen haben. Es ist ein Raum, da wird jemand ermordet und da gibt's Mordwaffen, Räume, Täter. Und nur noch irgendwas anderes. Weiß nicht. Das sind, glaube ich, 3 Sachen, ne, die man irgendwie exkluden muss. Ne? Und da gibt's durch Ausschlussverfahren, ja, kannst du schauen, was haben wir hier? Verdächtige Tatwerkzeuge und Räume, genau. Ja, genau. Ne, das sind die 3 Sachen. Und dann sind dann die entsprechenden Verdächtigen dann auf meinem Zettel, ne, meinem Notizzettel als Detektiv. Ja, ich kann auch selber der Mörder sein. Kann ich nicht, oder? Doch, kann ich wohl. Doch kann ich wohl. Ich habe ja auch eine Karte irgendwie. Ne? Ja. Und dann hast du halt die Räume und die Leute und die Mordwerkzeuge. Warte mal, wo ist denn die? Hier, guck mal, ne? Da kann zum Beispiel der Kerzenleuchter kann Mordwaffe sein hier, ne? Über die rüberhauen oder erschießen oder irgendwas. So, und dann muss man halt versuchen, das rauszufinden durch Ausschlussverfahren. Das heißt also, wenn ich einmal irgendwer hat Beweise dafür, dass der Mörder halt nicht Frau Rottenmeier ist oder was, ne? Und dann habe ich halt eine Karte und kann das beweisen und zeigt dann meinem Gegenüber, hier, guck mal, kann ich dir beweisen, das ist jetzt nicht in dem Ding da drin, so, ne, was du vorher therapierst, du tust den Raum festlegen, die Person und auch die Mordwaffe und tust sie dann in so ein Ding rein, in so ein Schächtelchen und legst das dahin, da kann keiner dran, so, da ist die Lösung, so. Und alle anderen Karten werden verteilt, ne, alle anderen Mordwerkzeuge und so weiter und dann kannst du dann den entsprechenden Leuten zeigen, hier, ich weiß, das kann da nicht drin sein und dann muss man das rausfinden. Und irgendwann sagst du so, ich will lösen. Was passiert eigentlich, wenn man es falsch löst? Dann fliegst du raus. Die anderen dürfen dann weitermachen. Ne? Ich hab's vergessen. Ja, habe ich auch vergessen. Ist aber super, auf jeden Fall. Nicht gespielt. Sehr, sehr schön, mit mehreren Leuten zu spielen. Ne? Es gibt auch so Gesellschaftsspiele, wer ist der Mörder irgendwie? Ne? Einer wird bestimmt, du wirst umgebracht oder so. Alle müssen Augen zumachen. Einer zeigt irgendwo drauf mit einem Spielleiter im Hintergrund. Wie war das noch irgendwie? Irgendwas mit einem Wolf, keine Ahnung. Werwölfe. Jemand die Werwölfe so, ne? Der Werwolf frisst irgendwelche Leute oder so. Das ist so ähnlich. Super. Ne? Genau, momentan spiele ich mit den Kindern noch eher Wer war's? Das ist auch so. Das ist so wie Cluedo, ja. Genau, aber die Kindervariante, das ist auch ziemlich cool gemacht. Da läuft man auch durch die Räume und muss quasi die Indizien finden, wer es jetzt war, aber man spielt da nicht gegeneinander wie bei Cluedo, sondern man spielt da auch zusammen gegen den bösen Zauberer. Und das ist für die Kinder halt recht zugänglich, außerdem spricht das Spiel mit dir und das ist irgendwie cool. Ne? Ab und zu gongt's dann irgendwie und dann spricht der Zauberer, ich bin jetzt wieder eine Stunde näher gekommen, bla und so. Und dann bedroht er dich und alle haben Angst. Und das ist ziemlich cool. Also diese Art von Spielen sind einfach spaßig. Es gibt mit Sicherheit natürlich auch jede Menge moderne, völlig andere Spiele, die auch total toll sind. Denn es gibt so unfassbar viele Spiele da draußen. Es gibt auch Cluedo, der dich anruft, ne? Ja. Mit einem Spion oder so, ne? Spion, Cluedo, keine Ahnung. Da ruft dich einer am Handy an und gibt dir SMS oder irgend so ein Krempel. Haben wir nie gemacht. Ja. Das ist bestimmt auch lustig. Ja, der Witz ist, wir haben das umliegen. Ja, wir haben alles irgendwie, ne? Wir haben viel Kram. Und es gibt dieses Klingonenspiel irgendwie, wo du, dann hast du so ein Video, was im Hintergrund läuft, wo der Gauron mit dir redet und so. Und dann, und dann musst du irgendwie durch ein Wurmloch fliegen und so. Dann hast du so und so 4 Minuten Zeit und dann irgendwann kommt er und sagt, so, und jetzt müssen wir einen Warp-Antrieb und bla und so. Das ist auch ziemlich geil. Ja, wie cool. Ja.
Ja, was sind denn eure Lieblingsspiele? Genau, was ist denn euer Zeug? Was ist euer Hobby außerhalb von Videospielen? Und habt ihr sowas wie ein Liebling? Dann schreibt uns gerne, das ist spannend und dann werden wir uns das mal anschauen und durchlesen. Ja, und wenn ihr irgendwie noch mehr davon sehen wollt oder Fragen an uns habt, dann schreibt das gerne auch. Hast du eine Community-Frage? Ja, tatsächlich habe ich auch noch. Und zwar ist die Frage, könntet ihr euch auch vorstellen, also die Frage war so ein bisschen länger gestellt, als ich kürze die manchmal ab. Die war so länger gestellt, so nach dem Motto, ja, da ihr ja jetzt eine neue eigene Firma gegründet habt und jetzt eigenständig seid, könnt ihr euch denn auch vorstellen zu publishen oder andere kleine Studios unter eure Fittiche zu nehmen, war die Frage. Es gibt ja tatsächlich einige, die das gemacht haben. Ne? Zum Beispiel gibt es so eine Abteilung bei Deck 13, die Indies unterstützen und ja, es gibt ja, ich glaube, der Delic hat das auch gemacht. Pitcht, ist jetzt deren Hauptgeschäft, glaube ich, mittlerweile. Richtig, ne? die haben gar keinen eigenen Entwickler mehr, sondern unterstützen jetzt vorrangig andere und so. Und das ist tatsächlich ein Modell, das man theoretisch fahren könnte, weil wir aber völlige Spielkinder sind und voller kreativer Energie. Ach was. Ist das nicht der Weg, den wir jetzt erstmal eingeschlagen haben. Das heißt... Erstmal nicht, nee. Sag niemals nie, ja. Aber momentan sind wir selber irgendwie voll dabei, kreativ zu sein und was zu bauen, was euch dann hoffentlich wieder Spaß macht. Und deswegen ist das aktuell nicht unser Weg. Wir unterstützen am Rande ab und zu mal andere. Ne? Ja. Das heißt, wenn Leute Fragen uns haben irgendwie und das ist im Rahmen, also zeitlichen Rahmen beantwortbar, dann beantworten wir das gern. Oder wir machen mal sowas mit wie so ein Game Jam und helfen dann anderen irgendwie, wie es überhaupt geht, erklären wir dann oder unterstützen irgendwie Indies auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber das machen wir jetzt nicht hauptberuflich, da machen wir lieber selber Spiele. Ja, cool. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Hier, damals die Abenteuer, die man dazu irgendwie kaufen konnte, ne? Die hatten schon vorgefertigte Dinger und hast du nicht gesehen, war mein Liebling hier. Insel der Schrecken. Habe ich mal als Spielleiter geleitet, ja. Über, ich glaube, 10 Abende, Spielabende oder so. Wow. Das war meine größte Kampagne, ja. Hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Und auf Cthulhu Spur, das habe ich auch mal gemacht. Cthulhu ist aber auch mega gut. Ja.